Herzlich willkommen zu einer Chaos Tony Technikschulung. Oder was heißt Technikschulung? Eigentlich ist es keine Schulung, eigentlich ist es ein kleines A Link to the Past Randomizer Tutorial. Der liebe Keim ist an meiner Seite. Hallo. Hallöchen. Ich habe natürlich vergessen einzublenden, dass wir beide in den Kreisen drin sind. Also man sieht unsere Icons nicht. Aber wie hätte es anders sein können? Ich werde es jetzt auch nicht mehr ändern. Es bleibt jetzt so. Ein Tony-Stream oder Aufnahme ohne technische Schwierigkeiten. So bleibt es authentisch. Genau. Also das ist das, wo ich der Serie wirklich treu bleibe. Ich habe eine kleine Liste gemacht. Und zwar für alle die mit A Link to the Past anfangen wollen oder A Link to the Past Randomizer anfangen wollen, was man denn eigentlich braucht, um den Randomizer zu spielen. Daher habe ich hier so einen wunderbaren Ordner, den man jetzt nicht sieht, der dort ist. Und zwar fängt man an mit, man braucht einen Emulator. Ich habe mich für den Emulator SNES 9X entschieden. Das ist eigentlich der gängigste Emulator, der geht über fast alle ROMs, die es überhaupt gibt. Also damit kann man auch andere Sachen spielen. Es gibt auch andere Emulatoren, aber ich würde halt immer wieder den empfehlen. Das ist der gängigste, den auch die meisten Randomizer-Spieler nutzen. Wenn sie nicht halt hier... Eine kleine Frage. Ich weiß ja, dass es für einige Sonderfunktionen man eine bestimmte Version eines Emulators braucht. Ja. Ist es hier egal, welche Version man nimmt oder welche Bit-Variante? Weil da kann es ja auch teilweise Unterschiede geben, weil bestimmte Funktionen nicht auf allen Versionen verfügbar sind. Ich öffne es etwas mal. Also ich habe die 1.60. Ich weiß, dass es bei A Link to the Past, vor allem bei den Turnieren, gibt es Möglichkeiten, dass man irgendwelche Funktionen hat. Ich habe mich damit nicht genau beschäftigt. Die dann in späteren Emulatoren sind oder Versionen von dem Spiel sind, die dann gesperrt werden. Also du darfst dann nicht auf der Version spielen, der Version spielen, der Version spielen, weil zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, zwei Knöpfe gleichzeitig auf eine Taste zu legen. Also zum Beispiel, dass du rechts hochläufst, musst du ja normalerweise nach oben drücken und gleichzeitig nach rechts drücken. Und es gibt aber auf manchen Versionen die Möglichkeit, rechts oben auf eine Taste zu legen. Und das zum Beispiel ist verboten. Bei A Link to the Past kann ich es jetzt nur sagen. Genau. Deswegen, ich benutze die 1.60. Und ich hatte bis jetzt noch nie Probleme. Noch keinen Ärger gekriegt. Weißt du auch, welche Bit-Version das ist? Die 32 oder die 64? Weil damals hatte ich auch Probleme, dass ich die 64-Bit-Version genommen hatte, was aber die falsche war. Das wäre vielleicht auch nochmal eine wichtige Information, weil ich habe eine ähnliche Hölle bei Legend of Zelda Link to the Past Multiworld gehabt, wie du dich vielleicht erinnerst. Und da hatte ich ja Probleme, dass der was nicht lesen konnte, weil es die falsche Bit-Version war. Es müsste eigentlich bei Help und About stehen. Meinst du? Tada! Es steht alles Mögliche da und ich finde es nicht. Ich würde vorschlagen, wir schieben die Frage einfach nach hinten und ich lasse nebenbei mal meinen Rechner durchlaufen, weil irgendwo muss mein Rechner mir ja das verraten können. Richtig? Richtig, sollte er eigentlich. Also, SNES 9X. Ich lasse hier einmal nebenbei durchlaufen. Wir gehen hier einmal zurück. Emulator, Hammer. Wie gesagt, es gibt auch andere. Ich empfehle den. Als nächstes brauchen wir einen Tracker. Auch hier gibt es ganz viele Varianten, Versionen. Ich bin großer Freund davon, nicht immer für jeden Tracker oder für alles, was ich habe, irgendwas runterladen zu müssen. Irgendwas kriegt dann wieder ein Update, muss wieder ein Update machen, dies und das und jenes. Sondern ich mag das ganz gerne, wenn es in einer in einer Wasserquelle drin ist. Und Kann ich sehr gut nachvollziehen. Würde mir persönlich genauso gehen. da kann ich dann nur den Muffins Tracker empfehlen. Also MFNS heißt das Ding. Ist eine ganz normale Internetseite. Sieht jetzt gerade ein bisschen komisch aus, weil es komischerweise lange braucht zum Laden.
Ich weiß gerade nicht warum, ob sie gerade ein Update auf der Seite machen, aber dann interessiert mich das ja nicht. Ne? Dann ist das ein Update, was über die Seite passiert und was nicht meinen Rechner zumüllt. Hier sieht man schon ganz viele lustige Sachen, was man alles einstellen kann. Dazu kommen wir aber erst später. Im Endeffekt sagt man hier unten einfach Launch Tracker. Und siehe da, es passiert nichts. Er lädt noch. Genau. Also hier erscheint dann gleich unser Tracker. Der baut sich langsam auf. Normalerweise, keine Angst, der geht eigentlich schneller. Aber hier ist dann alles, was man so braucht, wird einem angezeigt. Was man hat. Das ist der Toni-Vorzeigeeffekt, nicht persönlich nehmen. Das... Wir haben ja schon festgestellt. Also deswegen ist ja auch dieses wunderbare Bildchen um der Ecke. Ich wollte kein Kamerabild machen, sondern ich dachte mir, wenn ich eine Technikschulung mache, dann ist der kaputte Computer da oben in der Ecke schon ganz gut passend. So, einen Tracker haben wir somit auch. Der Tracker ist ganz schön. Wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, dass ich ein Freund davon bin. Ich muss nichts downloaden. Ich habe eine Internetseite, die kann ich aufrufen, wie ich lustig bin. Die kann man auch verbinden mit dem Emulator. Das machen wir aber alles später. Und man hat hier so mehrere Zeichen. Die gelben zum Beispiel sind Checks, die man sich angucken kann, aber noch nicht holen kann. Die grünen sind alle, die für uns erreichbar sind. Und die lilanen hier momentan gehen zum Beispiel nur über Glitches zu erreichen. Die Dungeons sind hier einmal, sieht man es gelb umrahmt und in der Mitte ist rot. Das heißt, ich kann den Boss nicht besiegen, aber ich kann teilweise was im Dungeon holen, ohne irgendwie die Logik brechen zu müssen. Also im Fall von Eastern kann ich die erste Kiste bei den Kanonenkugeln holen. Ich kann die Kiste, wo die Karte drin ist, also wenn man reingeht, rechts die holen. Und ich kann die Kompasskiste holen. Alle weiteren Kisten, da wo der Big Key regulär drin ist durch die Lampe gesperrt. Die Big Chest ist durch den Schlüssel gesperrt. Also die kann ich auch noch nicht holen. Und der Boss selber ist auch durch die Lampe gesperrt. Und sowieso durch den Bogen gesperrt. Also dazu brauche ich einen Bogen, um den Boss in Eastern besiegen zu können. Ich kann es mal kurz zeigen. Hier zum Beispiel, wir gehen einfach mal davon aus, das ist hier die Bücherei. Ich kann den Check mir angucken, ich kann ihn aber noch nicht holen. Würde ich aber die Boots bekommen, würde sofort grün. Was mir gerade einfällt, das Lila heißt aber nicht nur durch Glitches zu bekommen, das kann aber auch bedeuten, beispielsweise, ich sehe beim Schloss der Punkt, das ist ja lila, das sind ja, glaube ich, die Katakomben. Da kannst du praktisch reingehen, aber wenn du die Lampe hast, dann siehst du halt nichts. Das kann es halt auch bedeuten. Genau, deswegen, es ist halt ein Dark Room. Das heißt, ich müsste, also Dark Rooms sind nicht in Logik. Das heißt einfach nur, du kannst den Check zwar machen, aber er ist nicht in Logik. Genauso wie ja hier Hobo, also der junge Mann, der Flaschensammler unter der Brücke. Man kann einen Fake-Flipper machen. Das heißt, du kannst entweder übers Wasser laufen oder du kannst schwimmen, ohne Flossen zu haben. Kannst du holen, ist aber nicht in Logik. Deswegen lila. Okay, gut. Das Letztere wusste ich selbst noch nicht. Mhm. Zeige ich dir? Ich aktiviere die Flippers. Zack. Sofort. Ja. Ich sehe es. Und wenn du jetzt die Lampe aktivierst, dann müssten die beim Schloss halt dann grün werden, ne? Genau, das meinte ich, so. ja. Was ganz interessant ist, hier die zum Beispiel, die Waterfall Fairy, die sogenannte, die vor Zoras Reich. Flippers ist grün. Moonpearl ist lila. Interessant. Das heißt, ohne Moonpearl hast du keine Chance, da irgendwas zu holen. Du kannst zwar reinschwimmen mit den Fake-Flippern, du kannst aber nichts öffnen. Wenn du aber die Moonpearl hast, kurz aus dem Raum rausgehst und wieder reingehst, kannst du tatsächlich die Kisten öffnen. Aber nur mit der Moonpearl. Ja, das sind dann, glaube ich, schon kleine Technik für Fortgeschrittene. Genau. Das machen wir vielleicht irgendwann später. Kannst du mich vielleicht dazu überreden, so ein kleines Glitch-Tutorial zu machen? Das muss ich mir aber noch überlegen, ob ich das machen möchte. Das wäre dann, glaube ich, auch ein Fall für ein separates Video. Genau, das sowieso. So, als nächstes auf meiner Liste steht eine ROM.
Und zwar, der Emulator kann nur arbeiten, indem er eine ROM hat. Ich darf euch keine Links zur Verfügung stellen, also sowohl für den Tracker nicht, für den Tracker könnt ihr es ja euch, theoretisch seht das ja, ne? Also hatte ich ja vorhin schon gesagt, der Muffin-Tracker ist das. Aber auch für den Emulator und ROM darf man es halt nicht. Emulator, ROM und später auch noch ein Modul, was wir benötigen, um halt den Tracker mit dem Emulator zu verbinden. Darf ich halt keine Links zur Verfügung stellen, aber ich kann euch sagen, was ich halt nutze. Beziehungsweise im Fall von der ROM ist es zwingend notwendig, die japanische Version zu haben von Zelda 3 ist es ja eigentlich. Und die nennt sich Zelda-no Densetsu Kamigami no Triforce Japan. Auf diversen Internetseiten findet ihr auf jeden Fall diese japanische Original-ROM. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach aus dem Grund, weil das Spiel also die japanische Version ist die erste Version, die überhaupt erschienen ist. Die Version, die in Deutschland verkauft wurde, ist schon eine weiterentwickelte, wo gewisse Glitches zum Beispiel nicht mehr funktionieren. Und für den Randomizer wird halt die japanische Version genutzt. Das heißt, man kann schön viel rumglitschen. Es gibt dann auch ganz wilde Sachen. Dann kommen wir nämlich gleich zu meinem nächsten Punkt. Das wäre... Ich habe mich verschrieben. Okay. Dann machen wir das ganz einfach anders. Modi. Das ist nämlich das, was ich gerade sagen wollte. Also es gibt ganz verschiedene unterschiedliche Modi, wo es zum Beispiel auch Overworld-Glitches gibt. Das heißt, du kannst zum Beispiel von dem Darkness Mountain runterspringen und läufst irgendwo über Berge drüber und keine Ahnung. Ganz verrückte Sachen kann man machen. Bin ich aber auch nicht involviert. Also das ist, sind solche Modi, die ich dann halt auch nicht spiele. Jetzt aber noch mal kurz zurückgespult. Wir brauchen eine SNI. Das ist, weiß Onkel würde mich jetzt schlagen, weil ich weiß mich nicht, wie es ausgesprochen heißt. Die SNI ist ein Super Nintendo Interface oder so heißt das Ding. Das ist eine Anwendung. Lassen wir es mal so stehen, das könnte hinkommen. Das ist eine Anwendung, die hat... Ich kann es technisch eigentlich gar nicht so richtig erklären. Zumindest macht die eins. Wenn man diese Anwendung startet, passiert grundsätzlich erstmal nichts. Okay. Vielleicht doch, aber in der Regel passiert eigentlich nichts. Also es öffnet sich nichts weiter, es ist nichts passiert. Außer, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, wenn ich mal... Ich muss mal kurz den Emulator wieder zumachen. Und öffne einfach mal einen Seed, den ich mir irgendwann mal gerollt habe. Warum ist das da im Hintergrund? Das gefällt mir nicht, aber es ist okay. So, und jetzt habe ich zumindest, ist das laut? Okay, man hört es gar nicht, das finde ich ja noch viel besser, weil für mich ist es gerade ultra laut, das Ding. Jetzt habe ich die Möglichkeit über File, Lua Scripting, mir die Lua von dem SNI rauszusuchen, die sich natürlich in dem Ordner befindet, den ich extra hier dafür gemacht habe. A Link to the Past Tutorial, SNI, Lua. Und da gibt es hier diesen Connector. Also sieht man hier A Link to the Past Tutorial. Das war dieser Ordner, der SNI, den wir gestartet haben vorher. Da gibt es dann nur, weil das Lua-Skript kann nur gewisse Dateien lesen. Deswegen gibt es jetzt gerade nur den Lua-Ordner und hier drinnen gibt es eine Datei, die nennt sich Connector. Wenn ich diese starte,
passiert in der Regel was, aber wahrscheinlich jetzt nicht, weil ich hier alles umgestellt habe. Okay, dann gehen wir einfach auf meine reguläre, die ich sonst immer nehme. Oh, was hat er denn jetzt? Warum will er denn das nicht? Gefällt mir nicht, warum er das gerade nicht haben will. Und vielleicht kann man kurz zusammenfassend sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dieses SNI und diese Connector-Lua-Datei sozusagen das Bindeglied sind, was den Emulator mit dem Tracker verbindet, damit der Tracker halt weiß, was du halt schon gefunden hast und was nicht, damit das funktioniert. Genau, und dann würde hier unten halt jetzt da, wo Auto-Tracking-Status no found steht, würde halt dann eine Verbindung entstehen. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade nicht geht und es ärgert mich gerade, aber wie wir schon gesagt haben, es passt wunderbar, dass da oben dieser kaputte Computer ist. So, ich mache das Ding wieder aus dem Grund, weil wir jetzt zu dem Punkt kommen, einen Rando erstellen. Auch hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, einen Rando zu erstellen. Es gibt grundsätzlich dafür Internetseiten. Mal schnell. Aber es ist halt meistens wirklich so, dass man, vor allem die viel Rando spielen, die spielen nicht einfach nur so Rando, sondern die spielen es meistens in Communities. Es gibt hier diese ganz normale A Link to the Past Randomizer.com Seite, also ALTTPR.com, und da kann man halt vieles machen. Start Playing zum Beispiel. Kannst du auch den Discord beitreten. Hier in dem Fall ist es so, das meiste ist auf Englisch. Ich empfehle, hier das Hamburger-Menü zu öffnen auf Generate Game, wenn man das hier drüber machen will. Natürlich kann man auch die Sprache erstmal auf Deutsch umstellen. Ist vielleicht noch ein bisschen einfacher. Ja, so viel zuerst alles auf Englisch. Generiere ein Spiel, halt in dem Fall. Man kann eigene Spiele erstellen. Das sind sogenannte Plendomizer, also da kann man sich vorher schon Sachen hinpacken, wo man die hinhaben möchte. Macht aber ja selber gar keinen Spaß, weil dann weiß man ja schon, wo alles ist. Tägliche Herausforderung habe ich noch nie genutzt. Wir generieren einfach mal ein Spiel. Dazu müssen wir halt die Original, hier Version 1.0, die japanische, die wir uns vorhin rausgesucht haben, nehmen. Warum ist die nicht getan? Wenn man weiß, wo sie ist. Ich bin jetzt gerade, warum sie nicht hier ist, weil... Okay, total verrückt. Und dann kann man sich halt über diese Seite einen Randomizer erzeugen. Die Variante... Also, soweit ich weiß, also die ROM, die man hochgeladen hat, die bleibt erhalten, man lädt dann aber eine modifizierte Version herunter. Genau. Und die lädt man dann mit dem Emulator, wo dann halt die ganzen Items durcheinander gemischt werden, je nachdem wie die Einstellungen des Randomizers sind. Genau. Punkt 2, den es gibt, wie man sich einen Seed erstellen kann, einen Rando erstellen kann, die empfehle ich viel eher, wenn ihr auf einen Discord drauf seid, der in Verbindung steht mit den Sahasrabot, dieser hier, Sahasrabot, heißt ihr? Dann kann man denen ganz viele tolle Sachen sagen. Und zwar sowas wie Slash muss immer sein, A Link to the Past Preset. Und dann werden alle möglichen Modi, die es gibt, hier aufgeführt. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Modi. So Open sind halt die meistgespielten. Also in Open heißt einfach, du darfst dir aussuchen, ob du in Linkshaus starten möchtest oder ob du in der Kathedrale starten möchtest, und dir steht die ganze Welt offen, das, was der Emulator dir zeigt.
Casual Brutes ist noch so ein ganz schöner Modus, der häufig genommen wird. Wie er schon sagt, du fängst Casual an, also Standardstart, übers Schloss gehen, Zelda retten, einmal bis zur Kathedrale, bis zum Priester bringen und dann steht dir erst die Welt auf. Aber halt Standardstart, sprich zuerst das Castle. Deswegen Casual. Warum Boots? Weil du hast gleich sofort zum Start hast du die Stiefel schon. Das heißt, du kannst das alles durchflitzen und du bekommst von dem Onkel immer ein Schwert als Waffe. Das ist ein ganz schöner Anfängermodus eigentlich. Wollte ich gerade sagen, das klingt sehr gut für den Einstieg, wenn man das erste Mal so einen Randomizer ausprobieren möchte. Genau. Weil und ohne ein Schwert kann es schon ein bisschen knifflig werden. Und es gibt halt noch, was auch zu den häufigsten Sachen, ein Standard. Der Standard ist einfach, ja auch, du hast einen ganz normalen Standardstart, das heißt, du musst durchs Castle durch. Aber hier ist es halt so, in dem Standard, du hast keine Boots. Und der Onkel hat eine Waffe für dich, womit du Gegner töten kannst. Das heißt, es kann sein der Somaria-Stab, es kann sein der Feuerstab, es kann sein der Hammer, der Bogen, ein Schwert, ganz normal, oder Bomben. Und Bombenstart ist der schlimmste, was es überhaupt gibt. Weil die sind irgendwann alle. Und wenn du dann noch nicht bis zu Zeldas Zelle angekommen bist, dann könnte es ganz schön schwierig werden. Also du musst dich dann umbringen, um wieder mit deinen Standard 10 Bomben zu starten. Deswegen ein Standardstart gehört mit zu den einfachen Modi, zu den, die am meisten gespielt werden. Und ist aber halt schon ein bisschen, also kann knifflig werden, je nachdem wie die Items liegen. Was noch so bei den Modis ist, zum Beispiel, hier steht ja jetzt Standard Fast. Das bedeutet, es ist ein, in Anführungsstrichen, Fast Ganon. Du musst nicht Ganons Turm hochklettern. Das heißt, das Loch in der Pyramide ist schon offen. Du musst halt nur eine gewisse Anzahl an Kristallen suchen, finden, um Ganon zu besiegen. Was ebenfalls random sein kann. Also es kann sein, dass man vielleicht nur 3 braucht oder 4, je nach Random-Einstellungen. Genau. Dann gibt es den Standard, würde ich jetzt sagen, also das, was beim Open ist, was beim Casual Boots ist, der 7-7. Das heißt, du brauchst 7 Crystals, um Ganons Turm aufzumachen, musst den Turm nach oben laufen und brauchst 7 Crystals, um Ganon dann zu besiegen. Was noch so ein bisschen ein besonderer Modi ist die Triforce Hand. Das ist aber eigentlich auch ein schöner Modi für Anfänger. Und zwar, du musst nicht Ganon besiegen, sondern du musst einfach nur Triforce-Teile finden. In den Kisten sind dann anstatt zum Beispiel Bomben oder anstatt Rubine oder anstatt Pfeile, also Usable Items, sind dann halt Triforce-Teile versteckt. Das ist halt auch ein schöner Modi, um das Spiel einfach kennenzulernen. Ja. Denn wenn man eine gewisse Anteil an Triforce-Teile gefunden hat, dann kann man Ganon herausfordern? nee, dann muss man nicht mal zu Ganon. Und zwar steht dann ein Bruder von Sahasrara, nur halt in Rot gekleidet, der steht neben dem Schloss und den sprichst du einfach an und der sagt, hey, super, du hast alle Teile gefunden, Yippie, du hast gewonnen. Achso, und praktisch eine reine Schatztruhen-Schnitzeljagd. Genau. So, was es hier dann zum Beispiel noch gibt, ich habe jetzt hier einfach mal das Standard Fast genommen, kann man hier noch so Einstellungen machen, ob das jetzt ein Race ist. Der Randomizer hat einen Quick Swap. Ganz tolle Sache. Ich habe jetzt einfach mal einen Standard Fast gemacht, uns gerollt. Und bei dem Sahasrara Bot, der rollt den zieht sozusagen. Hier kann man das auch nochmal lesen, es ist ein Fast Ganon. Ganon ist besiegbar mit 7 Kristallen und der Turm wäre auch mit 7 offen. Das heißt zum Beispiel, dass die zweiten Pfeile, die Silvers, in Ganons Turm liegen können. Man muss aber nicht unbedingt zwingend hinlaufen, weil man kann auch Ganon vorher schon besiegen. Genau. Hier unten gibt es einen Permalink, einen sogenannten. Den darf man weiterschicken, weil es ist nur ein Link. Wir besuchen auch diese Seite. Und diese Seite hat uns jetzt genauso wie vorhin, hätten wir hier Generate Game machen können, hätten uns die ganzen Einstellungen selber gemacht, aber so geht das halt alles über diesen Bot. Dann kann man sich hier wunderbar einen Sprite aussuchen. Right. Gibt's ganz viele, also man muss nicht mit Link spielen. Ich bin zum Beispiel eine Prim-Spielerin.
Ich spiele mit dem Mädchen aus Secret of Mana. Man kann, wenn man drauf steht, hier doppelt Herz, also wenn es wenig Herzen ist ja dieses wunderbare Piepen. Das kann man auf doppelte Geschwindigkeit machen. Mir geht es aber immer ein bisschen auf die Nerven, deswegen nehme ich da Viertelgeschwindigkeit. Menü-Speed kann man auch sich schnell einstellen. Oder dass es halt sofort da ist. Wäre für Speedruns halt wichtig, wenn man gegen einen anderen beispielsweise im gleichen Ziel ein Rennen macht. Nein. Nee, das nicht? Für Races zum Beispiel wird immer empfohlen, nimm normal. Weil es gibt manche Glitches, wo du das Menü brauchst. Wo du die Zeit, also du drückst irgendwas, das Menü fährt runter und fährt wieder hoch. Und dann in der Zwischenzeit, wie es wieder hochfährt, musst du wieder einen Input machen. Und da brauchst du diese Millisekunden, wie das halt einfach langsamer fährt. Es ist unheimlich schwer, das auf einem schnellen Menü zu machen. Okay, das macht Sinn. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ist schon. Und man kann sich sogar die Herzfarbe aussuchen. Wenn man hier eine Vorliebe hat, statt rote Herzen. Ich nehme immer random, ich lasse mich gerne überraschen. Denn was ich gesagt hatte, Item Quick Swap ist erlaubt. Wird auch gerne genutzt. Es ist ganz ärgerlich, wenn man es vergisst. Man kann auch einen Palette Shuffle machen, bin ich kein Freund von. Das heißt, alle Farben sind irgendwo ein bisschen vertauscht. Ja. Kann man machen. Muss man nicht. Man kann zum Beispiel Epileptiker haben häufig das Problem, wenn es so viel blitzt und alles, dass denen schnell unwohl wird. Oder nicht nur Epileptiker, sondern auch so gibt es ja viele Menschen, die bei flackerndem Licht, Strobolicht, dass es denen dann einfach nicht gut geht. Deswegen kann man hier Flashing auch reduzieren. Ich hab's nicht drin, mir ist es egal. Ich speichere jetzt einfach mal diese ROM, die wir uns gerade erstellt haben. Was kommt eigentlich als nächstes? Okay. Wir haben das vorher nicht geprobt. Das ist jetzt hier First-Versuch-Aufnahme. Also kleine Fehler bitte verzeihen. So, zumindest sieht man jetzt auch in dieser ROM, die ich nicht starten kann. Okay. Aber Verhinkenstoff. Das ist alles ganz verrückt heute. Wahrscheinlich, weil ich mir den Ordner separat erstellt habe, kann ich mir nur vorstellen, dass es deswegen ist. Hier kann man zum Beispiel das, was ich vorhin erzählt hatte mit diesen Inputs, dass man das hier einstellen kann. Und dass da zum Beispiel, muss ich mal kurz hier alles machen. So. Wir haben oben einen Code, der wird bei Races zum Beispiel immer verglichen. Hast du den auch? Hast du Schaufel, Biki, Herz, Container, Bogen, Boots? Der andere sagt, jo, habe ich auch, also weiß man hat den gleichen Seed. Dann ist es ganz normal Standard, dass man halt hier seinen Namen eingeben kann. Unter da, wer hätte es gedacht? Bei mir ist da eine Prim, also das Mädchen von Secret of Mana. Wir haben Standard gerollt, das heißt, das, was ich erzählt habe, der Onkel will Zelda retten, wir müssen hinterherlaufen und so weiter und so fort. Wir können ganz normal die Kisten öffnen und finden einen Spiegel. Das ist richtig geil für den Randomizer. Und jetzt ist es so, dass ich die ROM mal kurz wieder... Und was passiert ist, ich habe gelbe Herzen. Ich werde kurz eine andere ROM aufmachen, um einfach das zu demonstrieren, was ich gerade gesagt hatte, das mit den Quick Swap. Das heißt, dass man die Items einfach nur über Tastenkombinationen ändern kann, ohne jedes Mal in Menü zu gehen. Wo habe ich denn hier eine drin? Nehmen wir einfach mal die. Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger. Ich mache auch ganz schnell, dass man nicht so oft die MSO hört. Oh, war gar keine. Warum ist die denn nicht gestartet? Hä? Okay, das ist merkwürdig. Hat die falsch ausgewählt? Nee, es war eine Multiwert, deswegen. Ach so.
hier einen drin? Nein. Natürlich nicht. Warum ist wieder mal klar, dass ich genau jetzt keine finde? Das ist auch eine Multiworld. Das dürfte eine normale sein. Meine Standard-MS-Uhr, die ich halt zu Races benutze, das ist die Sonic MS-Uhr. Also man kann sich auch die Musik ändern, wenn man das möchte. Aber ich denke, das übertreibt es jetzt auch gerade. Warum sind denn die alle leer? Also die habe ich auf jeden Fall gespielt hier. Naja, wenn du einen separaten Ordner für hast du auch die Save-States-Dateien mitkopiert oder hast du nur die ROMs kopiert? Ich habe nur die ROMs kopiert. Das ist halt das, was mich jetzt gerade wundert. Ja, aber wenn du die Also Emulatoren nur die Standard. die erzeugen ja auch Save-State-Dateien und wenn du die natürlich in dem alten Ordner gelassen hast, kann natürlich sein, dass er die nicht findet, ne? Das kann sein. So, zumindest kann man dann, also man muss nicht jedes Mal ins Menü reingehen, kurz erklärt, um ein Item zu wechseln, sondern man kann mit den Schultertasten links und rechts die Items wechseln. Genau. Dann, was haben wir noch? Als letztes, also Koop und Multiworld. Für Anfänger empfehle ich, meldet euch bei Multiworlds an, macht euch also Multiworld bedeutet, man benötigt eine YAML. Multiworlds finden immer über eine Internetseite statt. Die nennt sich Archipelago. Archipelago kann man, also hat ganz viele Spiele zur Verfügung, Supported Games. Das sind alle Spiele, die Archipelago zur Verfügung stellt, die man in einer Multiworld spielen kann. Multiworld heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Keim eine Multiworld spiele, dass der Keim meine Lampe haben könnte. Ich könnte für den Keim zum Beispiel das Schwert haben und. Also die Items sind überall drin. So wie ein, das könnte sein, ein Standard-Randomizer, nur halt, bitte? Du findest eine Truhe, öffnest sie, da ist halt eine Lampe drin, aber du bekommst sie halt nicht, sondern der andere Spieler bekommt sie. Genau, der andere Spieler bekommt sie. Um bei einer Multiworld mitzumachen, ist es so, dass man eine YAML braucht. Ich glaube, in dem Fall heißt es sogar A Link to the Past. Also muss ich weiter oben suchen. Da. A Link to the Past. Hier gibt es auch nochmal, kann man sich ganz viel erklären lassen, ganz super toll. Und wir brauchen aber die Optionsseite. Hier kann man sich nämlich seine eigenen Einstellungen zusammenbauen. Ah, guck mal, hier stehst sogar du noch drin. Oh, wie kann das denn passieren? Vielleicht haben wir schon mal eine Multiworld gespielt. Also, man kann das Balancing einstellen, wie die Items verteilt sein sollen. Ob es halt ein bisschen schwerer ist, dass die meisten Items bei anderen sind oder ob sie bei dir sein sollen hauptsächlich oder. Was dein Ziel ist, kann man einstellen. Nur Crystals sammeln, Bosse besiegen und so weiter und so fort. Oder. Ganon Triforce zum Beispiel ist das, was du mich vorhin gefragt hattest. Also Triforce-Teile suchen und dann Ganon besiegen damit. Ah, okay. Triforce Hunt ist das, was ich erklärt hatte. Du suchst die Triforce-Teile, gehst zu dem Bruder von Sahasrahla, gibst sie einfach ab. Gibt halt ganz viele Möglichkeiten. Pedestal ist, dass du zum Beispiel nur die Pendants machen musst, die Pendant Dungeons. Und Crystals sammeln. Aber meistens ist es halt wirklich Ganon besiegen. Modus kann man hier auch einstellen. Hier ist es ganz schön, es ist ein bisschen unterteilt. Inverted ist einfach, dass man in der Dark World startet. Also alles ist genau umgekehrt, wie es im Original ist. Du startest in der Dark World, musst in die Light World und so weiter und so fort. Würde hier den Rahmen sprengen, will ich nicht weiter anschneiden. Open hatte ich vorhin schon erklärt und Standard. Also du kannst dir auch hier deinen Startmodus festlegen. Welche Glitches sind erlaubt? Auch hier gibt es halt erlaubte Glitches. Die Miner-Glitches sind die meistens so in Races benutzt werden, die erlaubt sind. Alle anderen Glitches sind in regulären Races nicht erlaubt. Es gibt gesonderte Turniere dafür, wo die dann auch erlaubt sind. Genau. Für ihr Anfänger, ich empfehle No Glitches. Das heißt, ihr braucht wirklich immer eine Lampe. Also der Tracker zeigt euch auch nur an, Lampe. Auch dann ist es erst in Logik. Was hier nochmal steht, man kann aber auch sagen,
Torches. Das heißt, sobald eine Fackel in dem Raum ist es auch mit Firerod in Logik. Nicht nur mit der Lampe. Auch hier, Pyramide, kann man sich aussuchen. Ist sie geöffnet? Ist sie geschlossen? Wie auch immer. Wie viele Crystals braucht man für Ganons Tower? Kann man sich einstellen. Wie viele Crystals braucht man für Ganon? Ganz viele Auswahlmöglichkeiten, was man sich hier aussuchen kann. Ihr seht, ganz schön lang die Liste. Auch hier exportiert man sich dann das, was man sich hier eingestellt hat, bekommt eine YAML mit euren Namen, den ihr hier oben eingetragen habt. Und die YAML gebt ihr dann halt denjenigen, der die Multiworld erstellt. Ansonsten möchte ich das Thema Multiworld jetzt auch nicht unbedingt weiter anschneiden. Nur mal ganz kurz eine kleine Zusammenfassung. Ich möchte noch mal kurz zurück auf das Thema Koop. Wenn Multiworld, wenn er sagt, ich bin mir da noch zu unsicher, dann spielt Koops. Holt euch einen, der es auch lernen möchte oder der es schon kann. Und ihr sagt euch gegenseitig, wo ihr hinlauft, wo die Items sind. Das heißt zum Beispiel, ich und Keim, wir spielen jetzt zusammen. Keim startet in der Kathedrale und läuft nach Kakariko hin. Vielleicht über den Wald sogar. Und ich würde in dem Fall im Haus starten, würde das Schloss machen, würde hier die South Shore, also die südliche Route machen. Und somit können wir sagen, okay, du musst dahin laufen und so weiter und so fort. Wenn ich beispielsweise im Dorf das Schwert gefunden habe, kann ich es halt Toni sagen, damit sie weiß, okay, da ist das Schwert, was einige Passagen für sie dann einfacher macht. Genau. Entweder einfacher macht oder halt auch, du sagst zu mir, du, der Flaschenhändler, der hat gar nichts, dann nehme ich einfach meinen Tracker, klicke drauf, weiß ich, okay, der hat nichts, brauche ich gar nicht erst hinlaufen. Hier, die Ice Rod Cave, Eisstab, wie heißt der? Heißt der Eisstab? Er heißt doch nicht Eisstab, ja, oder? Da ist Eisstab, soweit ich weiß. Die Höhle, wo es den gibt halt, ist eine Riesenstrecke bis dahinter. Vor allem, wenn man keine Flöte hat, keine Boots hat, also keine Pegasus-Stiefel hat, will man nicht unbedingt dahin laufen. Ich kann dir dann sagen, hey, da ist nur Mist drin, brauchst du gar nicht erst hinlaufen, den Weg kannst du dir sparen. Und so kann man halt miteinander und voneinander lernen. Und ich kann es nur sagen, es gibt auch Koop-Turniere und ich mache sie zu gern. Das sind eigentlich die Turniere, wo ich hauptsächlich dran teilnehme. Ich bin auch jetzt nicht unbedingt ein Single-Turnierspieler, sondern ich mag dann eher so Koop-Sachen, die man halt zusammen macht, wo man zusammen verliert, zusammen gewinnt, zusammen einfach Spaß hat. Genau. Das als kurzer Einblick in die A Link to the Past Randomizer Welt. Hast du denn noch Fragen? Ich weiß, das war ganz schön viel. Ich würde sagen, dass wir einfach mal alle Schritte nochmal in Kurzform zusammenfassen. Ich würde das jetzt aber von mir aus machen, um zu gucken, ob ich jetzt alles auch wirklich verstanden habe. Also erstmal klar, Grundvoraussetzung, du brauchst halt einen Emulator und du brauchst eine ROM. Und die ROM muss entsprechend modifiziert werden, damit du halt auf den verschiedenen Randomizer-Seiten, wo du auch eine gezeigt hast. Genau. So. Was aber auch ganz wichtig ist, ist halt diese SNI-Datei. Genau. So. Die muss man, die Datei, die da drin ist, die Exe, die muss man immer starten, ne? Das ist ganz wichtig. Grundsätzlich, um einen Randomizer zu spielen, musst du sie nicht starten. Nur um den Randomizer mit dem Tracker zu verbinden. Aber um den Randomizer meine ich ja. Genau. Also in Kombination mit dem Tracker muss man das immer starten. Wenn man es vergisst, kann er halt keine Verbindung herstellen. Aber du kannst ja trotzdem, in dem Fall von dem Tracker, den ich hier gezeigt habe, kannst du ja alles per Hand machen. Ich war jetzt da gewesen, okay, dann klicke ich das weg. Was mir gerade noch eingefallen ist, du hast ja gesagt, es gibt verschiedene Tracker-Seiten. Ja. Muss man irgendwelche speziellen Einstellungen vielleicht machen, damit man weiß, dass sich der Emulator mit dem bestimmten Tracker verbinden muss? Oder ist das generell funktionsfähig? Grundsätzlich haben die Tracker, die ich kenne, haben alle eine SNI-Verbindung, also eine Lua-Verbindung, die ja über den SNI läuft. Und somit kann der Emulator mit dem Tracker reden. Es gibt Tracker, zum Beispiel, was ich vorhin schon gesagt hatte, wir haben hier den Muffins-Tracker,
der einfach nur über eine Internetseite läuft. Es gibt aber zum Beispiel einen Pop-Tracker, der auch bei Secret of Mana beispielsweise genutzt wird oder bei Illusion of Gaia genutzt wird. Da gibt es halt einen Unterordner für A Link to the Past. Den muss man sich separat downloaden und so weiter und so fort. Das ist das, was ich vorhin gesagt hatte, mit Updates. Aber der funktioniert genauso. Du brauchst die SNI, startest die, öffnest die Lua und die beiden Tracker können miteinander kommunizieren. Genauso ist es bei den Emo-Tracker. Genau, selbe Prinzip. Auch der braucht aber, ist eine Datei, die man auf dem Rechner installieren muss, die halt immer wieder Updates braucht. Hat das deine Frage beantwortet? Ja, definitiv. Ist, denke ich mal, auch nicht schlecht zu wissen, falls man denkt, man muss noch irgendwelche Einstellungen machen, aber das habe ich auch nicht gewusst. Also wir können einen Emulator besorgen, eine ROM besorgen, über einen Randomizer die ROM modifizieren, dann den entsprechenden Tracker-Seite, in dem Fall hier den Muffin-Tracker halt aufrufen, Emulator starten, die ROM laden und dann halt im Emulator die Lua-Datei. Tatsächlich musst du nicht mal den Emulator vorher starten, sondern wenn du die gepatchte Datei gedownloadet hast, kannst du diese sofort starten und die wird über den Emulator gestartet und dann hast du sie sofort. Also du musst nicht erst den Emulator-Datei raussuchen, sondern du kannst gleich sofort die Datei dir nehmen. Achso. Und im Emulator halt ganz wichtig, halt dieses Lua-Skript halt im Menü aktivieren und die Connector-Lua in der SMI-Ordner halt aktivieren, damit er sich verbinden kann. Genau. Und dann rein theoretisch einfach normal halt das Spiel starten, Namen eingeben und dann dürfte theoretisch alles laufen. So sieht's aus. Und wenn nicht, fragt einfach nach. Also bei uns, es läuft ja hier gerade übers Zockerstübchen. Bei uns ist es so, es sind alle gerne hilfsbereit. Es kommt immer irgendjemand in den Sprachraum, wie auch immer. Fragt einfach nach. Oder macht einfach bei der nächsten Multiworld mit. Oder bei einem Koop. Ich wäre dann soweit durch mit meiner Liste. Deine Fragen, deine Klarheiten sind auch alle. Meine Zweifel wurden geklärt, ja. Okay. Also alle Klarheiten beseitigt, wollte ich sagen. Ja, lassen wir das so stehen. Danke. Nee, im Grunde ist es ja eigentlich ganz simpel. Klingt vielleicht am Anfang erstmal kompliziert mit der SNI-Datei, das alles aktivieren, aber ich denke mal, wenn man das einmal selbst gemacht hat, dann gewöhnt man sich daran. Und was wir auch gelernt haben, wenn die Dateien an einem bestimmten Ort sind, verschiebt sie nicht. Könnte sein, dass es dann nicht mehr funktioniert. Wunderbarer Vorführeffekt. Wie könnte es aber anders sein? Genau, ansonsten, wie gesagt, fragt einfach nach. Es tut nicht weh zu fragen. Mehr als eine Ablehnung kann man nicht kriegen. Also mehr als ein, du, ich kann dir nicht helfen, frag jemand anders. Oder ich weiß, wen du besser fragen kannst. Ich baue dir die Connection her, sozusagen, will ich mal sagen. Was anderes kann nicht passieren. Von daher, fragt einfach nach, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Das ist nicht schlimm. Wir beißen nicht. In dem Fall würde ich sagen, beenden wir das kleine Tutorial, was jetzt doch eine Dreiviertelstunde ging. Vielen Dank, dass du dabei warst. Kein Problem. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst auf dem Discord des Zockerstübchens. Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut.